Hallo, hier ist Anne Pross von Anne Pross Kunst. Ich möchte heute wieder einfach ein Acrylbild malen mit euch auf einem Aquarellpapier. Dazu habe ich mir Spachteln hergesucht, die ich verwenden werde, um die Farbe aufzutragen. Es geht darum, einfach ein minimalistisches Bild zu malen mit wenig Farben und mit einfachen Formen. Das werde ich euch jetzt zeigen, wie das genau geht. Ich habe mir Farbe auf die Spachtel aufgetragen, ziehe sie mit dem Pinsel etwas nach vorne an die Kante und was jetzt folgt, ist intuitiv und ihr könnt es dann selbst ausprobieren. Spielt einfach mit der Spachtel, seid frei in euren Gedanken und ihr setzt die Spachtel an, gebt ihr einen gewissen Druck, spielt auch damit, wie in welche Richtungen ihr die Spachtel zieht und wie viel Druck ihr ausübt, wie schnell ihr die Spachtel zieht. Also diese Dinge beeinflussen dann das Bild natürlich. Und ja, ihr könnt eurer Fantasie dabei freien Lauf lassen. Es ist ja sowieso ein abstraktes Bild letztendlich. Und ich finde immer gerade dieses Minimalistische insgesamt hat eine wunderbare Aussage, es hat eine sehr kräftige Aussage. Deswegen liebe ich auch die Farbe Schwarz zu nehmen, denn da kann ich auch je nach Stärke des Farbauftrags variieren von Grau bis Schwarz und im Zusammenspiel dann mit dem weißen Papier. Also für mich ist es eine sehr, sehr intensive, schöne Farbe, die mir immer wieder gut gefällt. Und ihr habt ja sicher schon einige Videos von mir gesehen, wo ich dann auch eben solche Bilder gemalt habe. Das muss erstmal trocknen und jetzt habe ich mir ein dunkles Krabblackrot genommen, auch wieder eine Acrylfarbe. Diesmal erfolgt der Auftrag mit dem Pinsel. Ich verdünne die Acrylfarbe und schaue, welche Konsistenz und welche Stärke der Farbe mir am besten zusagen würde. Denn es muss ja ein kräftiger Pinselstrich damit durchführbar sein für längere Zeit. Und das tue ich jetzt hier. Versucht einfach so wenig wie möglich anzusetzen. Wenn es jetzt nicht in einem Strich zu bewältigen ist, je nach Form, dann versucht es mit so wenig Pinselstrichen wie möglich durchzuführen insgesamt.
Es muss auch die Komposition des Bildes natürlich passen. In dem Fall ist es hauptsächlich auf die Diagonalen ausgelegt. Als Kontrast habe ich dieses kräftige Rot gewählt. Inzwischen habe ich das Bild trocknen lassen, nehme mir jetzt eine weiße Acrylfarbe auf eine schmälere Spachtel und damit werde ich diese kräftigen Farben auch wieder übermalen mit der Spachtel, um diese extreme Farbigkeit, die sich in den Vordergrund geschoben hat durch das Schwarz und das Rot, wieder etwas zu reduzieren, zurückzunehmen in sich. Und das schafft eben diese weiße Farbe ganz gut. Da kann ich die Partien wieder etwas zurücksetzen. Und ich schaue in dem Fall, dass die Farbränder, wo sich manchmal die Farbe etwas staut, dann mit der Spachtel nochmal abzuziehen, dass das ein ganz eine ganz flach gezogene Fläche ist. Das mache ich jetzt auch noch in anderen Bereichen. Dann muss man es wieder trocknen lassen. Jetzt nehme ich einen Permanentmarker in Schwarz. Dieser hat eine breite Pinselspitze vorne. Das heißt, ich kann da malen wie mit einem Pinsel und es ergeben sich schmale und breitere Linien, je nachdem, wie ich den Stift halte und führe. Das könnt ihr hier sehen, da wird es breiter und dann wieder schmäler. Und damit setze ich jetzt mit diesem Stift noch Linienakzente, um dieses Bild zu vollenden. Ich bedanke mich bei euch fürs Zuschauen, liebe Kunstfreunde. Und ich würde mich freuen, wenn ihr das nächste Mal wieder dabei seid. Es ist immer wieder für mich eine Freude, das für euch zu gestalten. Ciao, eure Anne Pross.